Was? Schönste Geräusch. Furunkel. Hier ist keine Lampe. Hier ist keine Lampe. Was ist denn jetzt los? Bosch. Das ist doch der Wahnsinn. Drücken wie ein Brutzelbär. Na, das ist ja toll. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um den Kappsägen-Dschungel. Denn es ist gar nicht so leicht, sich da zurechtzufinden, denn bei Kappsägen zwischen 100 und 300 Euro, die wir hier auf dem Tisch haben, 9 Stück, gibt es eine riesige Auswahl. Es gibt dazwischen noch Sondermodelle und ähnliches und du wirst dich bestimmt fragen, welche ist die richtige für dich? Und das möchte ich heute beantworten. Übrigens werde ich auch noch beantworten, welche davon meine allererste Kappsäge war und wie zufrieden ich mit ihr war. Zusätzlich gibt es natürlich wie immer, es ist Freitag, etwas zu gewinnen und zwar von Metabo, die KGSV 216. Alles, was du dazu machen musst, ist einfach mit uns über Kappsägen in den Kommentaren unten zu diskutieren. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, ich habe für euch dieses Video geplant und habe gedacht, naja, 3, 4, 5 Kappsägen bekommen wir zusammen. Nein, weit gefehlt. Wir haben hier 9 Kappsägen und es wären eigentlich sogar 14 geworden mit den kleinen Sondereditionen, die sich eigentlich kaum unterscheiden von den Geräten, die wir haben. Und dann waren die alle hier auf dem Tisch und habe gedacht, Mensch, was ist denn hier los? Da sind echt ein paar sehr interessante Sachen passiert und hier gab es auch einige Geräte, die mich vom Hocker gerissen haben und andere, wo ich gesagt habe, das geht ja gar nicht. Das schauen wir uns gleich alles an. Aber erst einmal, welche Marken und welche Geräte haben wir denn hier eigentlich auf dem Tisch? Wir haben hier das Ganze übrigens schon nach Preis sortiert, da kommen wir aber gleich noch dazu. Und wir fangen hier an. Das teuerste Gerät im Test ist Makita, beziehungsweise wir haben so eine Dreifaltigkeit. Wir haben hier Makita, dann haben wir hier Dewalt, dann kommen wir hier zu Metabo. So in der Preisstaffel haben wir dann hier Bosch dann dabei. Dann haben wir nochmal Bosch mit dabei. Hier aus der DIY-Ecke, ja, Bosch Grün. Dann haben wir wieder Metabo, ein etwas günstiges Modell. Dann kommen wir zu Scheppach. Hier haben wir Einhell und dann haben wir hier von Rock. Ja, da ist noch eine kleine Geschichte bei von Rock dahinter, aber da kommen wir gleich dazu. Und bei Kappsägen an sich ist es so, eigentlich gehören die schon in eine gute Werkstatt und häufig braucht man das Ganze. Gerade wenn man so konstruktiv arbeitet, ist es wirklich sehr hilfreich, eine Kappsäge zu haben. Und gerade wenn ihr sagt, naja, ich möchte zum Beispiel eine Terrasse bauen oder sehr regelmäßig etwas kappen, ist das einfach das Mittel der Wahl. Und ich finde, früher habe ich immer gesagt, eine Kappsäge, brauche ich das nicht. Ich habe sehr häufig früher mit einem Schiebeschlitten gearbeitet, auf einer Tischkreissäge, um sowas Ähnliches zu machen, aber eine Kappsäge ist einfach eine Kappsäge. Ja? Insofern kann ich jedem auch nur empfehlen, so eine Kappsäge. Und wenn ihr nur ein einfaches Modell wie das hier auf dem Tisch habt, euch zuzulegen, ihr werdet merken, dass ihr es sehr häufig benutzt. Moment, bevor es jetzt aber mit dem Video richtig losgeht, noch ein Hinweis. Du siehst es ist so, dass wir den Makita Weekend Sale gestartet haben. Und zwar noch bis zum 29. haben wir Angebote aus dem Bereich Makita. Und zwar nicht nur Sets, auch einzelne Geräte, das Ganze aus dem Bereich 18 Volt, 12 Volt, Netzbetrieben, vielleicht auch 40 Volt, vielleicht auch farbenfrohe Geräte. Schau einfach mal vorbei. Und ab einem Wert von 500 Euro bekommst du einen großen Verbandskasten mit dazu. Und zwar einen großen Betriebsverbandskasten von GoTools, großen Betriebsverbandskasten. Und ab einem Bestellwert von 100 Euro bekommst du schon ein kleines Goodie von uns, und zwar eine L-Box Mini, eine Tasse und einen Meterstab von uns, weil leider der kleine Verbandskasten momentan nicht lieferbar ist. Jetzt aber erstmal weiter mit dem Video. Falls ihr euch fragt, was ist denn jetzt von Rock? Kenne ich das nicht? Was ist denn hier los?
Das habe ich mich auch gefragt. Denn ich wollte von euch nicht nur Scheppach und Einhelm mit dabei haben, sondern ich wollte auch Parkside mit dabei haben. Und ich habe die Kappsäge von Parkside bestellt. Und geliefert wurde mir diese von Rock. Es war nicht direkt bei Parkside, dass ich bestellt habe, sondern bei einem anderen Händler, weil sie da gerade nicht verfügbar war. Und am Ende haben sie gesagt, nee, da ist so, bleibt so, weil ist ja sowieso dasselbe. Was ist denn jetzt los? Und das fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber ich habe auch nochmal nachgeschaut, das ist wirklich 1:1 dieselbe Maschine. Und hier, ob der nun von Rock draufsteht oder Parkside, scheint wirklich egal zu sein. Aber interessanterweise ist auch die Scheppach-Maschine, die wir hier sehen, auch 1:1 das gleiche. Aber das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Schauen wir uns jetzt aber mal den Preis an. Und wie vorhin schon gesagt, ist das Ganze schon nach Preis sortiert. Wir haben hier das von Rock schräger Parkside bzw. Scheppach-Modell. Also diese beiden Modelle kosten so um die 100 €. Ja, etwas weniger, etwas mehr, also aber um die 100 € kostet das Ganze. Dann haben wir hier Einhelm, hier sind wir beim Preis von etwas über 150 €. Dann kommen wir zu Metabo. Hier bei Metabo sind wir etwa bei einem Preis von so rund 170 €. Und dann kommen wir zu Bosch, hier der Bosch Grün Variante. Und da haben wir hier einen Preis von so um die 200 €. Dann kommen wir hier zu Bosch aus der Professional Line, ja, aus der Profiliga Bosch Blau. Und hier sind wir bei so um die 240 €. Und übrigens natürlich wie immer, schaut mal unten in den ehrlichen Preisvergleich in die Videobeschreibung rein. Da findet ihr alles nochmal aufgedröselt, wie ich immer sage. Denn denkt dran, Preise differieren doch teilweise relativ stark, auch über die Zeit. Ja? Also schaut einfach mal rein, da findet ihr entsprechend immer ein gutes Angebot. Dann haben wir jetzt hier wieder Metabo, eine fast baugleiche Maschine zu der hier. Die kostet aber rund 300 €. Warum das so ist, dass diese fast identischen Maschinen doch einen Preisunterschied haben, da kommen wir nachher dazu. Denn wir gucken uns natürlich jedes einzelne Gerät sehr detailliert nochmal an. Dann haben wir hier Dewald und auch Makita, auch im Bereich von 300 €. Gleich nochmal der Hinweis, denkt dran, ihr könnt das Gerät hier heute gewinnen. Einfach mal unten in die Kommentare eure Meinung zu den Geräten schreiben, weil ich bin mir sicher, viele von euch haben eins dieser Geräte zu Hause stehen. Schreibt mal bitte für alle anderen, wie waren eure Erfahrungen mit diesen Geräten? Haben sie für euch gut funktioniert? Was sind die Vor- und Nachteile aus eurer Sicht auch? Ja? Und ich komme nachher nochmal im Fazit ganz am Ende dazu, welches aus meiner Sicht für welchen Anwendungsfall die beste Maschine ist. Aber jetzt schauen wir uns mal die technischen Daten an. Ja? Und wir haben hier wie immer unser technisches Datenblatt. Und ihr seht, so groß unterscheiden sie sich theoretisch nicht in den technischen Werten, weil das Wichtigste, was sie alle hier machen, sie schneiden Holz bis zu einer bestimmten Höhe. Und hier ist es so, dass fast alle dieselbe Schnitthöhe haben von 65 mm, beziehungsweise hier bei Bosch ist es nur eine Maschine bei Bosch Blau, die hier bis zu 70 mm schafft. Ja, aber es sind die Details, wo sich diese Geräte unterscheiden. Und deswegen fangen wir jetzt einfach mal an und gucken uns jedes Gerät im Detail an, probieren das auch einmal kurz aus und dann werdet ihr schon sehen, es sind riesige Unterschiede im Detail bei den Geräten, die für dich wichtig sind, um das richtige Gerät für dich auszuwählen. Fangen wir jetzt einfach mal bei von Rock bzw. Parkside bzw. Scheppach an und gucken uns mal diese beiden Maschinen an. Diese beiden Maschinen sind wirklich baugleich. Ich werde euch aber zur Sicherheit trotzdem beide zeigen. Bei der zweiten werde ich es ein bisschen schneller machen. Aber wir werden im Allgemeinen uns immer alle Sägen mal im Detail anschauen. Wie ist die Winkelverstellung? Wie ist der Tisch? Wie wertig ist die Maschine an sich? Kann ich damit Überblattungen machen? Wie tief ist das Gerät und so weiter und so fort. Das Ganze machen wir wirklich im Schnelldurchlauf, um hier schnell durchzukommen. Aber du wirst dort die Unterschiede sehen. Und ich sage dir jetzt schon, sei gespannt, vor allem auch auf Dewald. Sehr interessant. Fangen wir hier bei der von Rock Maschine an, die geliefert wurde, dass ich Parkside haben wollte. Hier erstmal die Maschine an sich. Wir sehen hier ist die Gradeinteilung. Wir können also von links und rechts jeweils 45 Grad einstellen. Ja? Dazu müssen wir nichts weiter tun, außer das hier Ganze hochzuziehen, auf irgendeinen Wert einstellen. Man kann das auch noch festziehen entsprechend. Und dann haben wir hier, also wirklich fest ist das nicht. Schaut mal hier auf den Punkt. Hier. Das ist wirklich fester, kriege ich es nicht. Und darf ich anmerken,
dass schwarz auf schwarz echt schwierig lesbar ist. Ja, das stimmt. Das ist wirklich nicht so schön lesbar. Also wirklich genau ist das jetzt hier nicht. Man muss es auf jeden Fall auch festziehen. Wir haben hier eine Arretierung bei 15 Grad zum Beispiel oder 22 Grad, so den Klassiker. Das ist mit dabei. Was ich wirklich nicht schön finde, sind so ein paar Kleinigkeiten, die man hier sieht. Zum Beispiel, wenn man hier das Typenschild sich anschaut, dass das hier nicht mal richtig angeklebt ist, hier irgendwo noch nicht richtig fest ist. Das finde ich nicht sonderlich schön. Das hier ist übrigens der Schalter, um hier den Laser einzuschalten, der hier dran ist, und das Licht. Ich zeige euch das mal. Wir drücken hier auf den Knopf und dann sehen wir hier unten den Laser. Machen wir die Hand drunter. Ihr seht den Laser. Wenn ich nochmal drauf drücke, haben wir hier das Arbeitslicht. Und jetzt haben wir beides. Ja? Das haben wir beides integriert für 100 € eine ganze Menge. Dann schaut mal hier, wir haben hier einen Tisch an der Seite, den wir ausfahren können. Ja? Hier bis dahin. Wir schauen uns aber mal, wie gut der Tisch ist. Ja, der Tisch, wie wir hier sehen, hängt massiv runter. Wenn ich hier Werkstück drauf habe, hängt er noch mehr runter. Ist also nicht wirklich gut brauchbar. Wir schauen mal, wenn wir es ranfahren. Das ist ganz wichtig, wenn wir es ranfahren, ist es auch nicht besser. Also der Tisch ist eigentlich nicht nutzbar. Denn es ist ja gerade dazu da, wenn ihr jetzt hier was kappt, dann haben wir hier die Möglichkeit, das so einzustellen. Tisch nach außen. Jetzt, vielleicht ist der Balken hier auch ein bisschen länger. Dann liegt er hier so. Ihr wollt es ja festhalten. Denkt dran, dass ihr hier aus diesem Bereich auch rauskommt mit der Hand. Ihr dürft jetzt nicht hier festhalten oder so, ja, sondern ihr müsst das Ganze ja möglichst hier, wenn ihr es mit der Hand festhaltet, auch eher aus dem Bereich raushalten. Und dann habt ihr hier so einen riesen Spalt drunter. Ja, also das funktioniert nicht. Normalerweise sei natürlich gesagt, ihr sollt eigentlich Niederhalter nehmen, so wie hier. Ja, das Ganze festzwingen. Dann funktioniert das Ganze auch. Ja, alles fein, aber dann ist der Tisch hier auch für nichts mehr gut. Also der Tisch hier nicht gut brauchbar. Was aber an dem Tisch gut ist, ist Folgendes. Schaut mal hier. Ihr habt hier die Möglichkeit, das nach oben zu klappen. Ja, wenn ihr dann hier das kappen wollt, könnt ihr euch hier die Entfernung einstellen. Zum Beispiel ein kürzeres Stück, macht ihr dann so. Ja, dreht das Ganze fest, kappt, nimmt das nächste Stück, kriegt das ran, kappt das wieder und so weiter und so fort. Finde ich gut gelöst. Haben wir auch hier auf der anderen Seite. Ja? Auch hier, oh, das ist aber ganz schön schwer. Aber auch hier geht das Ganze so zum Einstellen. Ich möchte mal was zeigen, und zwar schaut mal hier. Hier auf der Rückseite ist ein Gewusel an Schrauben. Ja, das hier, diese Schraube ist, um das hier festzuziehen. Dann haben wir hier eine Schraube, die sehr schwer nur nutzbar ist, so, um das hier entsprechend zu verstellen. Ganz klassisch, so wie ihr das kennt. Und hier haben wir eine Schraube, um das hier nochmal festzuziehen. Und wenn ihr alles drei gleichzeitig benutzt hier, dann ist das wirklich nicht mehr so schön nutzbar. Also das macht irgendwie keinen Sinn. So, wenn wir gerade hier sind, der Staubsack hier wird mitgeliefert. Ui. Ja, schau mal gegens Licht. Wir schauen mal gegens Licht. Ihr seht hier, das ist eigentlich auch nur so für grobe Späne gedacht. Man kann da eigentlich durchgucken. Ja, ich hoffe, ihr seht das. So, dann, aber immerhin wird für grobe Späne was mitgeliefert. So, das habt ihr. Und dann haben wir hier was ganz Interessantes, und zwar das hier ist ja, um eine Überblattung zu machen. Ja? Für eine Überblattung ist es ja so, dass ihr das Gerät nehmt und wollt nicht ganz so tief sägen, sondern ihr wollt nur bis hier sägen, um dann entsprechend hier Überblattung herzustellen. Ja, so. Dann sagt dann, okay, nur so tief, legt dann hier das Material weg. Jetzt ist das Problem aber, ich habe jetzt die tiefste Einstellung, ja, die machen kann, und dann kann man maximal das hier herstellen. Mehr geht nicht. Also weniger geht nicht. Man kann es nicht höher einstellen für eine Überblattung. Und ihr seht, schaut mal hier. Schaut mal hier, das ist wirklich die tiefste Einstellung, die geht. Weiter runterschrauben kann ich das Ganze nicht. Und was ich auch sehr negativ finde, ist Folgendes. Ich kann nicht sagen, oh, jetzt mache ich eine Überblattung und jetzt stelle ich das Ganze anders ein. Ihr werdet nachher sehen, bei den meisten anderen Maschinen geht das auch anders. Sondern ich muss jedes Mal das Ganze nehmen und hochdrehen, 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 hochdrehen. Hochdrehen, 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 hochdrehen. So. Jetzt kann ich wieder arbeiten. Ach so, Entschuldigung, jetzt habe ich noch was vergessen. Ich drehe es mal zurück. Schaut mal Folgendes. Und zwar, wenn wir jetzt eine Überblattung machen wollen würden, ist ja die Frage, wie stabil ist das Ganze? Gar nicht. Also ihr seht hier auch mit leichtem Druck, wie stark ich das Gerät wirklich verwinden kann. Ja, und es dementsprechend für sowas eigentlich völlig ungeeignet ist. Das funktioniert einfach nicht.
Was wir machen können, wir können hier hinten entsprechend natürlich auch das Ganze neigen. Hier ganz normal klassisch. Ihr seht hier von 0 bis 45 Grad, überhaupt kein Problem. Aber eben auch nur von 0 bis 45 Grad, sonst kann ich nichts anderes einstellen. Ansonsten hier hinten kann ich das Ganze feststellen, ja, um entsprechend hier jetzt zu arbeiten. Und ihr habt hier die Möglichkeit, das Ganze natürlich hier auch auf der Ebene zu arretieren, ganz klassisch. Hier, jetzt zieht das raus, könnt das drehen und dann könnt ihr es auch hier auch nochmal arretieren, wenn ihr wollt. So, lässt es sich nicht mehr runterdrücken oder ihr könnt es in der normalen Position haben, dass das Ganze geht. Was ich hier ein bisschen merkwürdig finde, ist dieser Stift. Ich habe das Gefühl, der Stift hier wird nicht so lange halten, der wird irgendwann rausfallen. Momentan ist er fest, aber also die optimale Lösung finde ich ist das hier nicht. Gut, jetzt haben wir uns das ganze Gerät hier mal angeschaut. Wir werden auch gleich nochmal sägen, das machen wir gleich, aber jetzt schauen wir uns ganz kurz mal Scheppach an und ob sich das Ganze unterscheidet. Ihr seht hier, es ist 1:1 das gleiche Modell. Ihr seht hier überall, übrigens haben wir auch dieselbe Qualität an Aufklebern. Ich weiß, das ist für viele nicht so wichtig, aber ich finde sowas schon relevant, dass das hier irgendwie nur so irgendwie rangebappt ist. Und auch, es hält nicht. Und in dem Moment, wenn das erste Mal ihr damit sägt, dann setzt sich da Staub hinter und dann sind die Aufkleber alle ab. Und das finde ich ein bisschen merkwürdig. Zum Beispiel auch Scheppach legt so viel Wert auf ihren eigenen Namen, dass nicht mal der Scheppach-Aufkleber fest ist. Ja, ein bisschen schade. Okay, ansonsten habt ihr hier auch denselben Tisch, der ist auch von derselben Qualität. Wir können uns das mal angucken. Moment. Ja, ihr seht auch hier, das ist alles dasselbe, selbe Qualität und so weiter und so fort. Also hier gibt es sonst nicht viel zu sagen. Die Maschine ist wirklich bei allen Themen absolut identisch und baugleich. Ja, also sägen wir doch jetzt einfach mal damit. Was wir sehen ist Folgendes. Erstens, wir haben keinen Sanftanlauf. Die Maschine ist sehr rau, auch im Anlauf. Der hat natürlich gesägt, kein Thema. Das werden die alle werden das Holz hier irgendwie durchbekommen. Das ist auch nicht das Ding. Aber interessant finde ich Folgendes, und zwar der Laser. Schaut mal hier, wo der Laser liegt. Hier ist der Laser und das Sägeblatt hier ist genau da, wo der Laser ist. Im Grunde ist das genau falsch, weil eigentlich wollt ihr den Laser an der Stelle haben, wo er Strich ist, um zu wissen, wo ihr entlang schneidet, also was stehen bleibt. Maschinen einer höheren Güte haben das immer so und hier ist der Laser also eigentlich für euch nur so ein Anhaltspunkt, wo jetzt das Blatt ist, aber nicht, wo ihr sägen könnt. Denn das Blatt hat natürlich eine gewisse Materialstärke, das wird weggesägt und wenn ihr genau meinetwegen 105 mm haben wollt, dann werdet ihr das so nicht hinbekommen. Ach so, die müssen wir auch noch testen. Also wir müssen jetzt hier das Ganze runterdrehen. Oha. Kurbeln. Das muss da rein. Ach Gott, das ist jetzt hier aber auch Aufwand. So. Uiuiui. Also. Fest, 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 fest. Auf geht's. Hier ist keine Lampe. Hier ist keine Lampe. Da ist keine Lampe. Es gibt also doch einen Unterschied. Wir haben hier keine Lampe. Also das ist ja interessant. Wir haben uns das Gerät so lange angeschaut, aber wir haben hier keine Lampe. Also die hat keine Leuchte bzw. Lampe hier mit drin. Ist das relevant? Eigentlich nicht. Aber wir haben keine. Okay, Scheppach hat keine Lampe, aber dafür hat Scheppach ein zweites Sägeblatt dabei. Als einziges, glaube ich, von allen Maschinen gibt es hier ein zweites Blatt mit dazu. Die Güte des Blatts... jetzt zentriere ich. Okay, also die Güte des Blatts möchte ich hier gar nicht bewerten, weil kann ich jetzt auf die Schnelle auch gar nicht. Aber wir können uns alle denken, dass bei dem sehr günstigen Preis von 100 € jetzt nicht wirklich das hochwertigste Blatt mit dabei sein wird. Aber wenn es für euch relevant ist, haben wir wirklich bei Scheppach keine Lampe, also keine Leuchte, aber wir haben... Keine Leuchte? Na egal.
Aber wir haben ein zweites Blatt dabei. Bevor wir zum nächsten Gerät kommen, ich habe eine Sache vergessen. Wie tief ist das Gerät eigentlich? Wir haben hier eine Gesamttiefe, wenn ihr hier so schaut, von hier am Kabel von rund 1 Meter. Ja, bei der Maschine und natürlich hier auch bei der Maschine. Kommen wir jetzt zu Einhell, ein wesentlich umfangreicheres Gerät mit viel mehr Funktionen. Wir haben hier jetzt aber auch einen Preis von um die 150 bis 160 Euro. Wir sehen auch hier wieder einen Tisch, ja, also einen Seitentisch. An sich in Summe übrigens der Hinweis, Einhell findet zumindest ihre Marke wichtiger, weil der Aufkleber sitzt zumindest. Ja. Allgemein hat man bei der Maschine überall den Eindruck, dass sie auf jeden Fall viel wertiger ist als die Scheppach und die Vonrock-Maschine. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch ruhig hier schon mal an. Auch hier haben wir erstmal kein so großes Spiel. Ich ziehe es auch mal wirklich mal fest. Ja, also hier ist zumindest weniger, aber wir ziehen es jetzt mal raus. So. Und auch hier sehen wir erstmal keinen Spalt, aber in dem Moment, wenn hier was drauf liegt, ist das Thema durch und ihr seht auch hier wieder, wir haben hier einen recht hohen Spalt. Auch hier denkt dran, ihr könnt jetzt hier mit dem Niederhalter arbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Gut, auf jeden Fall aber, man muss sagen, das hier ist nicht so wirklich gut nutzbar. Ihr seht, hört das auch schon. Ja. Also wirklich wertig ist das nicht. So, dann, hier ist es so, ihr müsst hier drauf drücken. Habt hier eine wesentlich bessere Verstellung als bei den anderen beiden Maschinen bis jetzt. Das ist viel, viel sanfter und ihr könnt es lesen. Ja? Ihr könnt es hier wesentlich besser lesen. Ihr habt auch die Möglichkeit, hier bis 47 Grad zu kommen. Schaut mal hier. Hier ist das Ganze zum Einstellen. Ja, jetzt sieht man es da vielleicht. Wir kommen hier auf 47 Grad. Und auf der anderen Seite kommen wir fast bis 47 Grad. Also ganz rüber kommen wir nicht. Ja. Aber es sind halt auch nur, sag mal, rechts und links etwas mehr als 45 Grad. Dann haben wir hier die Möglichkeit, diesen Hebel zu ziehen oder zu drücken, besser gesagt. Nee, zu drücken, ziehen. So. Und dann können wir hier die Neigung einstellen. So. Ja, hier übrigens hier entsprechend einzustellen. Und dann können wir hier diesen Hebel drücken. Das fährt jetzt erstmal hier auf 0 Grad. Wenn wir den Hebel drücken, können wir zur anderen Seite auch hier entsprechend das Ganze einstellen. Wir haben hier keine größere Möglichkeit, hier jetzt noch irgendwas groß einzustellen, aber wir können von hier aus das Ganze verstellen. Das finde ich sehr angenehm, sodass ihr jetzt hier einfach drücken könnt, habt hier das Ganze von hier eingestellt, zieht das hoch, irgendeinen Winkel und fest. Finde ich eigentlich sehr schön, dass ihr es hier machen könnt, das ist wie bei der GCM 12 von Bosch oder anderen Geräten, dass ihr nicht hier hinten groß dran arbeiten müsst. Hier haben wir die Möglichkeit, auch Überblattung einzustellen, beziehungsweise das Ganze nicht so tief einfedert. Dazu haben wir hier aber eine echte Möglichkeit, hier auch eine echte Möglichkeit. Ich zeige euch das Ganze mal. Ich stelle es jetzt wirklich, übrigens, falls ihr euch mal fragt, wozu ist die zweite Schraube dazu da? Ja, ihr könnt das Ganze irgendwo hin einstellen und damit arretiert ihr es dann dort an der Stelle. Ja? So, jetzt wollen wir aber mal schauen, was das Maximum geht, weil wir haben ja gerade gesehen, dass es hier bei einer Maschine kaum tiefer ging. So. Und ihr seht jetzt Folgendes. Hier haben wir eine echte Tiefe, die wir hier einstellen können. Das ist schon ordentlich, was wir hier an Höhe einstellen können. Damit kann man wirklich mal so ein bisschen auch eine Überblattung machen. Was wir aber sehen, wir haben hier die Möglichkeit, es einfach wieder auszuschalten. Wir ziehen es einfach nach hinten, haben jetzt die normale Tiefe, ziehen es nach vorne und können jetzt wieder damit arbeiten. Das finde ich schon ganz vernünftig gelöst. Also ich freue mich, dass das da ist, war bei der anderen Maschine ja nicht so. Was wir aber sehen, ist Folgendes, wenn wir das jetzt hier so einstellen, dass wir auch hier, wir müssen es jetzt ja fair machen, natürlich fair, so dass wir es gerade nach vorne ziehen. Jetzt sehen wir hier wieder nur mit 2 Fingern, haben wir relativ viel Spiel drin. Hier bei Einhell haben wir eine Tiefe von 99 cm. Jetzt haben wir die Maschinen gesehen von Scheppach, Einhell, Vonrock und Parkside im Grunde auch. Und hier ist es so, dass wir bei der Überblattung oder bei der Möglichkeit, das nicht ganz so tief einzustellen, merken, dass es relativ stark nachwirkt. Jetzt ist immer die Frage, wie päpstlich möchte man sein?
Denn selbst bei großen, sehr teuren und schweren Maschinen könnt ihr sie auch, ich sage mal bewusst, falsch bedienen. Ihr könnt das Ganze zurückziehen und könnt dann drücken wie ein Brutzelbär, wie ich immer sage. Ihr könnt das wirklich ordentlich raufdrücken und dann wird jede Maschine nachgeben. Jede. Es gibt eigentlich kaum eine, die das nicht macht. Das ist also die Frage auch eures Feingefühls. Und das ist so ein Zwischending. Je weicher die Maschine, das heißt ganz bewusst, weil das jetzt im Verhältnis eine relativ weiche Maschine, die ordentlich noch nachfedert, umso mehr Gefühl müsst ihr reinstecken. Bei Maschinen, die wesentlich festeres Material haben, wie sich mehr Material verbaut haben. Man merkt übrigens auch, alle 3 Maschinen, die wir bis jetzt gesehen haben, sind sehr, sehr leicht. Ist es so, dass die Stärkeren das nicht so sehr machen, sondern nur ganz leicht wippen, wenn ihr schon ordentlich drückt. Ja? Aber das ist eure persönliche Meinung, eure persönliche Empfinden. Und wenn ihr das gar nicht braucht, ist es für euch sogar gar nicht relevant. Hier ist jetzt die Markierung, die ich schneiden möchte. Und jetzt schaut mal hier. Ich mache jetzt den Laser an. Okay. Und jetzt seht ihr Folgendes. Ja? Wir schneiden hier am Laser vorbei. Und jetzt schneide ich auch mal. Schaut mal. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir machen nochmal einen Strich. Eigentlich müsste der Strich gerade so weg sein. Schauen wir mal. So. Weil wir wollen ja das hier jetzt behalten. Ja, doch, funktioniert, glaube ich. Ja. Gutes Ergebnis. Auch bei der Maschine haben wir keinen Sanftanlauf und auch keine Arbeitsleuchte. Und jetzt kommen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir zum Metabo KGS 216M. Das ist ein enorm beliebtes Gerät, sieht man sehr, sehr breit im Markt. Und wir sind hier bei einem Gerät, das nur 20 € mehr kostet als das Einhelmmodell. Das bitte immer im Hinterkopf behalten, wenn wir uns das jetzt anschauen. Los geht's! Allgemein schauen wir uns mal die Verarbeitung an. Das gesamte Gerät ist wirklich sehr hochwertig verarbeitet. Alles dran, alles drum. Aufkleber brauchen wir nicht, weil es hier direkt drauf reingegossen in das Ganze und dann hier lackiert. Aber das nun mal am Rande. Wir haben uns ja vorhin den Tisch bei allen angeschaut. Wir haben hier das erste Mal wirklich einen gefrästen Tisch, der wirklich plan gefräst ist. Und hier entsprechend auch wieder die Erweiterung, die in dem Fall jetzt hier wenn es direkt dran ist, absolut plan sind. Wunderbar. Und wir können das Ganze natürlich auch erweitern. So, jetzt schauen wir mal. Hier sehen wir schon, auch hier lässt das Ganze nach. Wenn wir es nicht belasten, ist es noch plan. Wenn wir es belasten, dann nicht mehr. Ich finde es sehr schade, denn es wäre doch eigentlich möglich, normalerweise, dass man hier unten drunter irgendetwas macht, um das zu justieren für unten. Aber da kommen wir später noch dazu. Das dazu. Dann haben wir hier eine sehr schöne Skala, die man endlich mal wirklich gut ablesen kann. Das erste Gerät, wo das Ganze gut ablesbar ist, von oben entsprechend. Wir können hier wieder das verstellen. Hier entsprechend seht ihr hier auch auf 47 Grad, hier drüben auch auf 47 Grad. Ja, wunderbar. Also es ist auch sehr leichtgängig. Ja, sehr schön. Und natürlich rastert es auch bei den Standardmaßen wieder ein, 15 Grad oder hier 22,5. Wenn wir hier schon sind, übrigens ein Hinweis, haben die anderen Geräte auch gehabt, hier die Möglichkeit, das Ganze zu arretieren, dass wir hier einen festen Stand haben. Ja, ganz wichtig. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal hier hin. Wir haben hier wieder die Möglichkeit, die Überblattung einzustellen. Auch hier, schaut mal hier, das Ganze hier ist es ausgeschaltet quasi, nach vorne, jetzt ist es eingeschaltet. Und jetzt haben wir hier einen riesen Unterschied zwischen dem Ganzen. Also hier haben wir wirklich die Möglichkeit, sehr viel einzustellen. Wenn wir gerade hier sind, schauen wir mal für euch, wie sehr sich das Ganze bewegt. Auch hier wieder 2-Finger-Test. Das ist wesentlich weniger, also es ist viel stabiler. Seht ihr, also wie wenig das jetzt hier sich noch bewegen lässt. Nee, mehr kriege ich nicht hin. Also das ist schon, also ich könnte jetzt natürlich mich mit vollem Gewicht drauflehnen, aber bei normalen Benutzung seht ihr, hier ist viel, viel weniger Spiel in dem Gerät. Leider ist es hier so, dass um das Ganze hier hinten zu verstellen, müssen wir hier an dem Hebel ziehen, aber wir müssen auch nur an diesem einen Hebel ziehen und können das Ganze dann hier entsprechend einstellen.
Ja. Ihr seht hier schon mal etwas sehr Wichtiges, und zwar jetzt kommen wir hier ins Gehege. Ja. Achtet bitte immer drauf, wenn ihr im Winkel schneidet, dass ihr sowas hier entsprechend nach hinten stellt, damit ihr nicht in das Ganze hier reinsägt. Ja, das ist bei allen Geräten so, das ist kein Metabo-Phänomen, das ist bei Einhell, das ist bei Festool, bei sonst was. Immer das Ganze nehmen, wenn ihr hier entsprechend runtergeht und dann das nach hinten ziehen. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, das entsprechend einzustellen. Wir sehen hier 45 Grad und wir können hier aber noch einen Hebel drücken und kommen jetzt hier auf 47 Grad. Ich finde das sehr wichtig, weil das braucht man teilweise, um sehr saubere Verbindungen herzustellen. Das Ganze können wir auch hier machen bei -2 Grad. Wir stellen es einfach so, sind wir bei 0 Grad, drücken auf den Knopf und kommen dann hier entsprechend auf -2 Grad. Aus meiner Sicht eine sehr wichtige Funktion. Ich nutze das gerne. Und das hatten die Geräte davor alle nicht. Hier einfach wieder einstellen und dann seht ihr, das Ganze ist jetzt wieder fest. Jetzt die Frage, wie tief ist das Ganze eigentlich? Messen wir doch mal. Wir haben hier eine Tiefe von auch wieder 98, 99 Zentimeter. Was ich gerade vergessen habe, ist, hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, das Ganze hochzunehmen. Hier entsprechend auch eine Länge einzustellen. Und dann können wir hier entsprechend das immer gegenstellen. Kappen, rausnehmen, wieder gegenstellen und kappen. Wenn wir gerade an der Stelle schon sind, schaut mal hier. Wir haben hier die Möglichkeit, den Laser einzuschalten und auch das Arbeitslicht. Ja. Ihr seht das hier, wir haben wirklich ein sehr helles Arbeitslicht, mit dem das Ganze jetzt hier rechts und links beleuchtet wird. Beziehungsweise, nein, stimmt nicht, nur auf der linken Seite beleuchtet wird. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass bis jetzt waren alle Geräte, das ist jetzt das 4. Gerät, alle Geräte sind Rechtshändergeräte. Das ist ganz wichtig. Das heißt, ihr habt immer den Griff hier an der Seite. Mit der rechten Hand nehmt ihr es und führt es runter. Seid ihr Linkshänder, habt ihr ein Problem, weil das geht nicht. Also ihr müsst immer diese Geräte mit der rechten Hand benutzen. Wenn das für euch ein Problem ist, dann müsst ihr ein anderes Gerät nehmen. Wir haben jetzt hier übrigens den ersten richtigen guten Niederhalter. Das heißt, ich muss nicht immer die ganze Zeit hier kurbeln, sondern kann hier draufdrücken, das Ganze einstellen oder ganz nach oben nehmen und kann hier wesentlich schneller arbeiten. Das ist eine Kleinigkeit, aber enorm wichtig, um wirklich schneller arbeiten zu können. So, und schon ist das Ganze fest. Ja. Ich finde das sehr gut gelöst. Aber wir wollen ja hier wieder auf unserem Strich hier entlang sägen. So, eingestellt. Und wir werden sehen, auch wieder kein Sanftanlauf. Das ist ein bisschen vorm Strich. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich euch verrate, was meine persönliche erste Kappsäge war. Und das war genau diese Säge. Weil jetzt nicht stimmt, nicht genau diese, aber die baugleiche Säge war meine erste Kappsäge. Beziehungsweise der Vorgänger von dem. Die werden natürlich auch immer leicht modernisiert über die Jahre. Aber ich habe, glaube ich, vor fast schon 13, 14 Jahre her, war das meine erste Kappsäge. Und ich habe mit der recht lange Spaß gehabt. Übrigens, diese Säge funktioniert noch heute, habe ich nämlich meinem Nachbarn irgendwann geschenkt, weil er hatte keine und ich hatte die GCM 12 GDL und dachte, der kann was damit anfangen, ich nicht. So, jetzt haben wir hier die Bosch aus der DIY-Serie, das heißt Bosch Grün, und schauen uns die doch mal an. Hier haben wir jetzt was sehr Interessantes, und zwar haben wir hier die Tischverbreiterung. Die sind sehr einfach gemacht, aber wirklich effizient. Und zwar habe ich hier eine entsprechende Nase, die kann ich hier dort hinein tun. Und dann habe ich hier meinen Tisch verbreitert, kann das Ganze hier auch rein tun. Und jetzt habe ich hier aber ein modulares System. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe hier etwas mehr, nehme das Ganze und erweitere es mir so lang, um entsprechend jetzt hier mein Werkstück drauf ablegen zu können. Aber wir sehen hier, es ist nicht plan. Hier kann man es sogar noch besser sehen. Wenn wir es so jetzt sehen, haben wir hier einen, wobei nein, haben wir hier wirklich eine plane Fläche. Schaut euch das mal an. Das ist ja der Wahnsinn, das ist wirklich plan. Ja, das ist ja der Hammer. Schaut mal, das ist wirklich eine plane Fläche, die wir jetzt hier herstellen. Ja, das ist ja toll. Also das finde ich wirklich toll. Also ich muss sagen, ich freue mich, dass das wirklich so ist, weil es ist wirklich nur ein sehr einfaches, günstiges Teil, einfache Lösung, einfach gemacht.
funktioniert aber. Ey, das ist ja der Hammer. Wirklich, also ich bin gerade richtig erstaunt, dass das mal so einfach und gut funktioniert. Na, sei es drum. Jetzt haben wir das aber, und jetzt können wir hier aber auch Folgendes machen. Wir haben jetzt ja hier das Ganze verbreitert. Wir können es natürlich auch in diese Richtung verbreitern. Aber wir können noch etwas machen, was ich super finde. Und zwar können wir das auch nehmen und hier rein tun. Wenn wir hier zum Beispiel mal ein etwas tieferes Brett haben, das meinetwegen bis hier geht, dann können wir es schön auflegen und haben hier überall eine Auflage. Normalerweise ist das so, wenn wir jetzt das nur hier haben, dann haben wir ein tieferes Werkstück, dass es nur hier an der Kante aufliegt und hier vorne. Auf die Art und Weise haben wir aber jetzt wirklich die Möglichkeit, einen sehr schönen großen Arbeitstisch herzustellen. Super Lösung, super simpel, super einfach. Was ihr übrigens machen könnt, ist, hier sind ja entsprechend Schrauben dran. Ihr könnt diese nutzen, um sie hier am Tisch zu befestigen. Ja, dafür ist hier ein Gewinde an genau der Stelle. Ihr könnt es dort rein tun, dann hier befestigen und dann ist es auch schon fest. So, nächste Sache, die hier aber etwas anders ist folgendes. Ihr habt hier keine Arretierung für die Verstellung. Ja, ihr müsst jetzt nichts drücken, nichts ziehen, nichts machen, sondern es ist immer lose in dem Sinne. Ihr hört aber, hört mal. Wir haben hier einige Winkel, wo das Ganze so leicht einrastert. Zum Beispiel hier jetzt bei 15 Grad. Um es jetzt aber festzustellen, bei dem Winkel müsst ihr es jedes Mal wirklich festdrehen. Ihr könnt es nicht nur über die Rasterung machen, sondern ihr müsst es festdrehen. Und ihr müsst dann wieder entsprechend lösen und dann verstellen. Was ich hier damals schon nicht gut finde und heute noch nicht gut finde, ist das Teil hier, weil schaut mal, das ist mir einfach, das bricht auch relativ schnell ab. Bei mir war es auch einmal ab, bin versehentlich hier hängen geblieben, das ist nur ein Stück Kunststoff, das bricht hier genau am Gelenk oben ab. Finde ich sehr schade. Übrigens wie bei allen Geräten kann man das hier über die Schraube auch justieren, wenn es mal verstellt sein sollte. Dann, wenn wir hier gerade so schon sind, haben wir hier auch wieder genau dasselbe, nämlich haben wir auch die Möglichkeit, hier den Schnitt einzustellen, um eine Überblattung zum Beispiel zu machen. Hier ist es so, dass wir keine Konterschraube haben, sondern das Ganze ist gelöst hier über eine Feder. Ich sag mal, noch simpler, funktioniert aber in der Regel auch. Hier können wir jetzt ganz normal tauchen, ja, ganz normal jetzt sägen. Wir können jetzt aber auch das zur Seite ziehen und dann können wir hier, ja, kommen wir jetzt nicht mehr so tief, weil wir hier entsprechend das eingestellt haben. Dann natürlich auch hier wieder die Frage, ja, jetzt komplett natürlich rausgezogen, Sekunde. So. Wie sehr können wir das Ganze biegen? Wir sehen hier auch wieder mit 2 Fingern, also fast gar nicht. Also ihr seht, wie massiv das Ganze ist. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr massiv. Ja, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir gehen hier noch mal ein bisschen tiefer, dass man das auch besser sehen kann. So. Also das bewegt sich annähernd gar nicht. Das ist wirklich qualitativ wirklich sehr, sehr hochwertig. So. Ja, und hier schauen wir uns auch mal an, wie tief ist das Gerät eigentlich. Wir haben hier eine Gesamttiefe von nur so rund 70 Zentimetern. Also 30 Zentimeter weniger Bautiefe. Und das ist wirklich schon enorm, wenn ihr euch überlegt, dass ihr wandnah arbeiten wollt. Habt ihr hier natürlich ein Gerät allgemein, mit dem ihr weniger Auftrag habt. Das Ganze geht aber zu Lasten der Schnitttiefe. Bei den anderen Geräten waren es fast 30 cm Schnitttiefe. Hier haben wir nur 22 cm, die wir hier in der Tiefe schneiden können. Ja? Also auch da müsst ihr überlegen, was wollt ihr? Wollt ihr eine geringe Schnitttiefe haben und einen geringen Aufbau oder wollt ihr eine große Schnitttiefe haben? Deswegen aber ein tieferes Gerät. Auch das Gerät können wir natürlich neigen. Wir haben hier hinten die Verstellung oder beziehungsweise die Einstellung. Der Hebel dafür ist auch hier auf der Rückseite. Und dann kann ich das Ganze einfach hier fein einstellen. Ich finde, hier kann man es sehr gut ablesen. Bei den meisten Geräten ist es immer eine sehr grobe Darstellung. Man kann das eigentlich, wenn man zielt, relativ gut ablesen. Man muss aber wirklich aus diesem Winkel auch schauen. Ja, dann stellt man sich das entsprechend ein, arretiert das Ganze und schon kann ich das im Winkel
sägen, ja, und auch wieder einfach zurückstellen. Was ich hier nicht machen kann, ich kann nicht auf Minusgrad oder hier auf einen erhöhten Grad über 45 Grad sägen. Übrigens auch hier 47 Grad bis 47 Grad wieder. Auch hier haben wir wieder einen Laser und schauen uns das Ganze mal an. Da war noch mal ein Stück hier. Auch hier hatten wir wieder keinen Sanftanlauf. Kommen wir jetzt zur günstigsten Bosch Professional Cup Säge. Und hier gleich eine Besonderheit, und zwar haben wir eine Säge, die man von rechts und von links bedienen kann. Durch den Griff. Das heißt, wir haben jetzt nicht den Griff, wie immer, den hier an der Seite man runterdrücken muss, sondern man kann hier von oben greifen. Schaut mal, ich kann wirklich jetzt das Ganze nehmen. Ich kann jetzt hier ganz normal von links arbeiten. Ja, so, kann von links arbeiten. Ich kann aber auch von rechts arbeiten. Und Besonderheit, wir haben hier das erste Gerät mit einem Sanftanlauf, was ich persönlich wirklich gerne mag bei solchen Sägen. Wir haben hier auch wieder einen extrem hochwertig verarbeiteten Tisch, also das ist wirklich höchste Güte, die wir hier haben, aber wir haben hier eigentlich keine Tischverbreitung. Und das ist alles, was wir hier dazu kriegen, mehr ist das nicht. Schauen wir uns das hier mal an. Ja, also auch hier sehen wir leichten Spalt. Oh, hier hinten ist sogar noch mehr. Hier ist gar nichts okay, aber hier ist ein leichter Spalt und wir können das auch noch weiter runterdrücken. Also hier, schaut mal hier, wir können das auch entsprechend noch bewegen. Das ist nichts weiter als vielleicht eine bessere Ablage. Ja. Dann haben wir hier aber etwas, und zwar, wir müssen das Ganze hier hochziehen, um es zu verstellen. Hoch. Und das gleitet von allen Maschinen bis jetzt mit Abstand am besten. Das ist wirklich wahnsinnig weich und sehr, sehr gut gelöst. Das Ganze lösen und dann rastet es natürlich ja auch bei festen Rasterpunkten, ja, so wie man das kennt. Ja, und ich kann es dann entsprechend hier festziehen. Auch hier wie üblich kann man das Ganze einstellen auf 47 Grad, beziehungsweise auch hier 47 Grad auf der anderen Seite. Schauen wir uns mal das nächste Thema an, und zwar Überbellattungen, die wir herstellen könnten. Hier wäre theoretisch die Möglichkeit, das Ganze einzustellen, aber wir haben hier nichts zum Einstellen. Hier ist nichts vorhanden. Ja, das Ganze können wir hier einfach nicht machen. Ja, das ist hier ist nichts dazu da, um die Höhe zu begrenzen. Um hier den Winkel entsprechend einzustellen, auch hier den Hebel lösen und schon kann man das Ganze einstellen. Ja. Es gibt keine großen Möglichkeiten, jetzt noch weiter rauszugehen als 45 oder 0 Grad. Ja, mehr geht hier nicht. Die Säge an sich seht ihr hier auch, sie hat keinen Laser, kein Arbeitslicht, kein gar nichts. Mehr ist hier nicht dran und mehr ist hier auch nicht möglich. Natürlich können wir wie bei jeder Säge, ja, haben auch alle Sägen, die wir jetzt hier heute haben, können wir natürlich auch das hier wieder feststellen, können das Ganze auch hier entsprechend wieder feststellen. Hier haben wir eine Länge von rund 88 Zentimetern. Wir haben hier vom Material, von der Anmutung, von allem drum und dran ein sehr hochwertiges Gerät. Ja? Aber wir haben auch wirklich ein sehr einfaches Gerät. Kein Laser, kein Licht, kein Tisch, kein gar nichts. Aus meiner Sicht ist das hier ganz klar eine Baukreissäge. Das sieht man zum Beispiel auch an sowas wie jetzt hier am Sägeblatt. Schaut mal hier, das ist ein sehr grobes Sägeblatt, auch was wir dabei haben. Das ist wirklich eine Säge, um grobe Arbeiten zu machen. Nicht, dass sie nicht fein sägen könnte. Das kann sie natürlich auch, aber sie ist dafür, glaube ich, konzipiert. Was ich nur merkwürdig finde, weil normalerweise ist das eine Säge, wo ich der Meinung bin, die müsste man auch eigentlich einfach mal mitnehmen. Und da hätte ich gedacht, dass hier irgendwo ein Griff ist, um sie schnell zu transportieren. Wobei, lass mich mal eine Sache ausprobieren. So. Wir haben einen Griff zum Transportieren, und zwar hier. Also man kann die wirklich wunderbar tragen. Jo, also es ist wirklich ein sehr portables Gerät. Man sieht auch hier, man kann das Kabel verstauen. Ist eigentlich ein schönes Gerät, um es mitzunehmen. Das ist, glaube ich, wirklich ein echtes Baustellengerät, weil es ist so robust auch gemacht. Man merkt auch, das wiegt auch von allen Geräten bis jetzt am meisten. Das ist wirklich etwas, was man ja irgendwo hin mitnimmt und auch vielleicht nicht immer perfekt und ordentlich behandelt. Und trotzdem wird es funktionieren. Kommen wir zur Dewalt, und die Dewalt macht quasi alles anders. Und hier sei jetzt schon einmal dir gesagt, wenn du ein Gerät haben möchtest, was besonders kompakt ist, ist das vielleicht genau
deins. Wenn wir uns das Gerät im Allgemeinen anschauen, sehr hochwertiger Tisch, so wie bei Metabo und auch bei Bosch zum Beispiel, wirklich sehr schön gemacht. Auch in Summe ein sehr schweres Gerät, wirklich sehr viel Material auch dran. Aber schauen wir uns mal die Tischverbreiterung an. Im Grunde haben wir keine, weil das hier ist auch eigentlich eher ein Griff. Wir sehen hier auch, ist auch nicht sonderlich fest. Ich habe es eigentlich schon festgezogen, aber ja, mehr geht nicht. Und wir haben jetzt hier auch keine, ja, ihr seht, das ist auch wirklich nur ein Griff. Das ist nur so eine Noterweiterung. Interessant ist Folgendes, schaut mal von der Seite hier auf das Gerät. Wir haben hier eigentlich kaum etwas, was man irgendwo jetzt hier einstellen kann, beziehungsweise eigentlich gar nichts. Sowas zum Thema für Überblattungen, dass man irgendwas stoppen kann oder so, gibt es hier nicht. Es gibt hier nur ein interessantes Zeichen, nämlich das dort. Ja, schaut mal da, nämlich ein Arbeitslicht. Und das ist auch so, bei normalen Geräten kann man das nicht nach unten führen, ohne dass der Schutz jetzt abgeht. Hier schon. Finde ich ein bisschen schade, weil schaut mal hier, der stößt jetzt hier gegen. In dem Moment. Wenn ich es gerade stelle, so, Moment, dann geht's. Das ist, glaube ich, kein Problem. So, aber lassen wir mal schauen, worum es eigentlich geht, nämlich das Folgendes. Wir haben ja hier das Symbol gesehen. Wir können jetzt Folgendes machen. Ich drücke hier auf den Knopf. Dann geht jetzt hier die Lampe an. Dann haben wir hier ein Arbeitslicht, was hier entsprechend unten das Ganze beleuchtet. Ja. Lass jetzt los, geht's wieder zurück. So, und jetzt kommt eine Sache, die wirklich sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und dazu muss ich das Gerät mal für euch drehen. Und zwar werdet ihr euch fragen, naja, das ist ja eine Kapp- und Zugsäge, die wir hier haben. Aber wo ist jetzt hier die Funktion? Ich zeige euch das mal, und zwar hier drin. Habt ihr das schon mal gesehen? Das verschwindet hier komplett in der Säge. Das ist der Hammer. Ja, machen wir es mal raus. So. Das ist doch der Wahnsinn. Also das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich und dadurch haben wir hier eine sehr geringe Tiefe. Wir haben hier nur eine Gesamtbautiefe von diesem Punkt hier vorne bis zu diesem Punkt von rund 70 Zentimetern. Das ist übrigens die erste Säge, die über 47 Grad hinausläuft. Wir haben hier 50 Grad und auch hier 50 Grad und hier eine etwas andere Logik. Nämlich das hier ist dein Anschlag. Du schaust von oben so hier runter und hast dann die 50 Grad eingestellt. Wenn wir das Ganze hier hochziehen und irgendwo hinstellen, ja, meinetwegen hier auf 15 Grad, dann schauen wir jetzt wieder hier, jetzt haben wir 15 Grad eingestellt. Diese 15 Grad sind, um von der Seite zu schauen, jetzt hier zum Beispiel, jetzt haben wir hier auch 15 Grad eingestellt. Ich persönlich finde es ganz interessant, das hier mal so zu machen, aber ich finde es viel besser über diese Möglichkeit hier an der Seite, weil hier kann man es besser nachjustieren. Hier ist es wesentlich schwieriger, um entsprechend das Ganze zu justieren. Wie ihr seht, gibt es hier ansonsten an der Säge nichts einzustellen. Mehr ist es nicht. Mehr habt ihr hier einfach gar nicht. Mehr gibt es gar nicht. Kein nichts, kein gar nichts. Das hier wird übrigens auch gespannt über die Feder, dass es wieder nach oben kommt. Ja. Und dann lasst uns mal schauen. Übrigens natürlich könnt ihr die Säge doch kippen. Das geht natürlich schon. Schaut mal hier. So, das Ganze geht natürlich schon wunderbar. Hier könnt ihr das Ganze ablesen, aber ihr habt auch nur hier so einen rudimentären Strich, um zu schauen, wo wir entsprechend sind. Moment, ich muss mal das hier nach hinten ziehen, um sicher zu sein, dass ich das Maximum an Gradzahl habe. Ja. Ihr seht hier, wir kommen hier auch so auf etwa 47 Grad, hier dann entsprechend auf 0. Das war es dann auch schon an der Säge und mal schauen, ob wir einen Sanftanlauf haben. Nein. Mann, also ein sehr ungewöhnliches Gerät und hat auch ungewöhnlich viel Staub in meine Richtung geworfen. Kommen wir jetzt zu Makita und bei Makita zur Sicherheit auch nochmal gesagt, auch wieder ein schöner Tisch und so weiter und so fort. Aber jetzt wird es interessant bei der Verbreiterung. Und zwar haben wir hier diesen Steg an der Seite, den man übrigens auch abnehmen kann. Wenn man sagt, man braucht diese Verbreiterung nicht, kann man den auch hier hinten einfach abschrauben. Ich habe es hier natürlich festgeschraubt und dann kann man das auch lösen auf beiden Seiten. So, und jetzt haben wir hier Folgendes, und zwar haben wir hier einen Steg, der hier schön bündig ist, wie ihr hier seht. Und ihr könnt den aber auf eine Breite ausfahren, auf welche immer ihr wollt. Ja, zum Beispiel jetzt hier.
und könnt hier entsprechend arbeiten. Auch hier seht ihr, das Ganze ist immer noch bündig und es ist stabil. Das ist das einzige Gerät bisher, was wirklich sehr stabil jetzt hier steht, außer von Bosch die PCM 8. Ihr könnt es auf irgendeine Breite nehmen und könnt das hier ganz normal einfach justieren, hier über diese Schrauben. Ja? Wenn das Ganze jetzt hier irgendwie uneben ist, dann könnt ihr hier ganz normal das über die Schrauben lösen. Finde ich super gemacht und ihr seht, hier drüben ist hier ganz genauso. Dann haben wir mal die Winkelverstellung, oder schauen wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir jetzt erstmal 60 Grad, also volle 60 Grad auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir dann schon 50 Grad. Auch hier sehr schön gemacht. Bisschen schade, auch hier ist es leider Kunststoff, aber wesentlich hochwertiger und wesentlich stabiler als jetzt hier bei Bosch, bei der grünen Bosch. Und man kann es hier sehr gut ablesen. Ja? Also der kleine Punkt zeigt wirklich sehr genau, wo entsprechend der Winkel eingestellt ist. Wir haben natürlich auch Winkelrasterung, ja, so wie man das kennt. Alles kein Problem. Auch hier haben wir für die Überblattung die Möglichkeit, das Ganze einzustellen. Auch hier machen wir das mal, dass wir es voll einstellen. Ich habe es jetzt komplett ausgefahren. Wir können es zur Seite ziehen und dann haben wir hier die Möglichkeit, schaut mal, wie wenig wir das jetzt hier ja, auch einstellen können, hier unten drunter, überhaupt kein Problem. Wir können auch hier wieder das zur Seite drücken und kommen komplett runter. Schauen wir mal, wie stabil das Ganze ist. Wie immer natürlich nach vorne eingestellt. Auch hier übrigens der Tisch natürlich zum Einstellen. Dann schauen wir mal. So. Ja, auch hier ist es schon gut stabil. Der Zwei-Finger-Test. Moment. Das will es auch wirklich fair machen hier. Ja, also schon aus meiner Sicht reicht das aus. Viel besser ist es bei den großen Maschinen, auch bei Festool-Maschinen nicht außer als an dieser Stelle jetzt hier. Finde ich ganz gut gelöst und wirklich eine gute Qualität. Übrigens noch eine Sache, komm mal bitte hier hin. Es ist hier so, dass wenn man das so voll ausfährt wie hier, ist natürlich so, dass man die Maschinen auch nach links und rechts leicht bewegen kann. Auch das kann man machen. Und auch das ist völlig normal. Das ist fast nicht anders möglich bei diesen Kappsägen, dass man sie, wenn man sie voll auszieht, dass man sie wirklich leicht rechts und links bewegen kann. Beziehungsweise man kann sie etwas nach rechts und links bewegen, aber nicht leicht. Man muss schon ordentlich drücken, aber es geht. Wir haben hier eine Gesamttiefe von rund 79 cm. Hier seht ihr, die Maschine hat ein Licht hier vorne, auch ein sehr helles Licht, und hier haben wir auch noch einen Laser. Schauen wir uns das mal an. Hier sehen wir noch das Ganze mit Arbeitslicht. Mit Arbeitslicht kann man das wesentlich schlechter sehen, den Laser. Jetzt machen wir das mal aus. So, und jetzt haben wir hier das Arbeitslicht wieder, oder den reinen Laser ohne Arbeitslicht, viel besser sichtbar. Und schauen wir mal. Natürlich können wir auch hier die Neigung einstellen. Erst drehen. Jetzt kann ich hier was verstellen, aber ich schaue mal hier auf den Knopf. Ich kann hier drauf drücken. Und dann kann ich hier, wie geht denn das jetzt hier? So, reindrücken, und jetzt kann ich hier bis zu 5 Grad das Ganze noch nach hinten stellen. Hier. Und das Ganze kann ich jetzt hier auch zur anderen Seite. Das heißt, wir haben jetzt 45 Grad. Und jetzt drücke ich wieder. Und jetzt kommen wir hier nochmal 5 Grad weiter. Das heißt auch hier bis 50 Grad. Hier übrigens, was ich sehr gut finde, die Möglichkeit, das Kabel aufzuwickeln, das bei den anderen Geräten ja in der Regel nicht vorhanden ist. Sehr schön, ist ein Detail, aber das kann schon echt helfen, um es mobil einzusetzen. Und natürlich haben wir hier auch einen Griff integriert. Ganz zum Schluss kommen wir jetzt nochmal zu Metabo, und zwar zu der KGS V216M. Das Einzige, was an dem ganzen Unterschied hier ist, diese eine Buchstabe, und zwar das V. Hier haben wir jetzt, vorhin hatten wir dasselbe Gerät, die KGS 216M, ein Gerät so um die 170 €. Denkt dran, unten ehrlicher Preisvergleich nochmal eingeblendet. Und hier haben wir jetzt das Ganze mit V. Und der einzige Unterschied ist folgendes, und zwar der Motor. Und das ganze Gerät an sich, ich zeige das nicht nochmal, weil es ist absolut baugleich. Hier ist nichts anders, bis auf den Motor. Und zwar könnt ihr hier an der Stelle, schaut mal hier können wir die Geschwindigkeit einstellen, mit der der Motor läuft. Und wir haben hier einen Sanftanlauf. Ja? Wir haben hier die Möglichkeit, seht ihr das, eine variable Geschwindigkeit einzustellen, und zwar stufenlos von 2500 Umdrehungen bis 5500. Denn es ist so, dass einige Materialien es erfordern, dass du langsamer drehst. Wie zum Beispiel bei Laminat ist es auch sehr förderlich, wenn man es mit niedriger Geschwindigkeit
durchschneidet. Und dementsprechend haben wir jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze einfach einzustellen, meinetwegen auf die höchste Stufe 6, um die höchste Geschwindigkeit zu haben, oder meinetwegen 2, um Kunststoff zu schneiden. Das ist sehr sinnvoll. Falls du das brauchst, dann ist das von allen Geräten auf jeden Fall das Gerät deiner Wahl in dem Test von heute. Jetzt sind wir durch, haben alle Sägen uns genau angeschaut und lass uns noch mal kurz ein Fazit ziehen. Solltest du schon deinen Favoriten haben, dann schreib es bitte unten in die Kommentare. Denk dran, du kannst heute eine Säge gewinnen, und zwar hier die Metabo KGSV 216M. Und jetzt lass uns noch mal ganz kurz hier durch die Sägen durchgehen und noch mal die Essenz rausziehen. Wir haben hier bei der Scheppach, bei der Parkside und bei der von Rock, bei diesen 3 Sägen haben wir natürlich die absoluten Preisbrecher. Wir sind hier im Bereich bei 100 € und können hier wirklich eine sehr, sehr günstige Säge ersteigern oder erstehen und können dementsprechend schon sehr schnell in das Thema vordringen. Man muss aber sagen, dass qualitativ die Sägen wirklich nicht die besten sind, aber willst du einfach nur Holz durchsägen, ab und zu mal, natürlich können die ihren Dienst machen, ist kein Thema. Ja? Wenn wir jetzt 50 € mehr ausgeben, haben wir die Einhell und haben hier schon wesentlich mehr Funktionalität. Aber man muss jetzt sagen, eine Stufe drüber haben wir jetzt schon wieder Metabo, wo wir bei Metabo schon ein wesentlich von einem qualitativ hochwertigeres Gerät haben. Das Einzige, wo das Gerät der Einhell nachsteht, ist eigentlich nur die Möglichkeit, das Ganze nach links und nach rechts zu kippen. Aus meiner Sicht nicht wirklich wichtig, und um das Thema kann man schon ein bisschen drum herum arbeiten. Insofern könnte man ohne Probleme auch die Metabo nehmen. Und das Ganze nur für 20 € mehr würde ich persönlich eher zur Metabo greifen, weil das Gerät an sich wesentlich wertiger ist. Und dann geht es hier ein bisschen weiter. Interessant fand ich auch bei der grünen Bosch, wir haben hier ein Gerät, was entsprechend wirklich für die Überblattung sehr gut geeignet ist, was nicht so stark nachwirkt, aber auch entsprechend kürzer ist, aber eine sehr gute Verbreitungsmöglichkeit hat, die sehr eben ist. Vom gesamten Feld hier, ja, ist von der 8er hier von Bosch die Verbreitung eigentlich am besten zusammen mit Makita, und das im Preis zum Preis von rund 200 €. Aber dafür hat sie auch einige andere Funktionen nicht, wie ihr vorhin gesehen habt. Und dann kommen wir hier in das Segment, und hier ist es ganz klar so, dass wir hier eine mobile Baukreissäge haben, der viel fehlt, aber für das Thema sie eine extrem gute Qualität liefert. Ihr habt hier für rund 240 € eine Säge, die wirklich alles kann, ja, was man auf dem Bau eigentlich für die groben Arbeiten braucht. Übrigens habe ich hiervon, gibt es ja natürlich auch noch die 8SJ, die 8SJL und so weiter und so fort. Und dafür habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Dewald war eine Säge, die recht kurz ausgeholt hat, wenig Schnörkeleien drumherum hatte und ansonsten aber alles gemacht hat. Ich finde, sie hat sich ein bisschen disqualifiziert aufgrund der Tatsache, dass sie so viel Staub nach vorne geschleudert hat. Ich persönlich würde sie aufgrund dessen nicht nehmen. Dann haben wir hier unsere Metabo, ja, die als großen Vorteil im Vergleich zu anderen entsprechend hier den variablen Motor hat. Wenn du das Ganze brauchst und nicht immer nur Holz leisten kannst, sondern auch andere Materialien, dann solltest du auf jeden Fall zu einem Gerät wie diesem gehen. Das ist in der Preisklasse wirklich das Unterste, was man nehmen kann, um einen variablen Motor zu haben. Und natürlich haben wir hier bei den 3 Geräten hier, also nicht bei Dewald, sondern bei Bosch, Metabo und Makita überhaupt erstmal nur einen Sanftanlauf. Und natürlich haben wir bei Makita das Gerät, was in Summe, ja, von allem, wie ihr vorhin gesehen habt, am meisten bietet, aber keine variablen Geschwindigkeit. Und jetzt musst du für dich entscheiden, was sind die Kriterien, die wichtig sind, um deine Säge auszusuchen. Willst du absolut nur Preis haben, bist du natürlich da unten ganz gut aufgehoben. Wenn du so Preis-Leistung haben möchtest, brauchst nicht so viele Sonderfunktionen, wie es hier nach oben dann langsam geht, dann ist die Metabo natürlich ein absoluter Preisbrecher. Wenn du was Mobiles haben willst, wo du sagen kannst, das habe ich 5-mal schon bei mir hinten in den Transporter geworfen, bitte nicht werfen, gelegt, und einfach zu justieren und so weiter, ist die Bosch wahrscheinlich eher dein Gerät. Brauchst du es variabel, ist es Metabo.
Wenn du ein Gerät haben möchtest, wo du es nicht variabel haben möchtest, aber eine sehr gute Qualität, wie du auch gesehen hast mit dem Tisch an der Seite und so weiter und so fort, wird es wahrscheinlich die Makita sein. Und jetzt bin ich sehr gespannt, spätestens jetzt schreib bitte unten in die Kommentare, welche dein Favorit ist. Bitte schreib auch mal in die Kommentare, welche Säge ich vergessen habe oder welche Sägeklasse ich mir als nächstes anschauen soll. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.